Herzlich willkommen bei Trainingszeit über 50. Mein Name ist Andreas Raser und heute dreht sich alles um den hohen Blutdruck oder besser gesagt, was man dagegen tun kann. Ich habe für euch heute 6 Top-Lebensmittel, die gegen den hohen Blutdruck wirken. Die ersetzen natürlich keine Medikamente bei ganz schwer erkrankten Leuten, aber sie helfen in jedem Fall. Auf Nummer 1 ist heute bei mir auf der Liste die rote Beete. Der roten Beete wird nachgesagt, dass sie Inhaltsstoffe besitzen, die die Senkung des hohen Blutdrucks auf natürliche Weise begünstigen. Die rote Beete steckt aber zudem voll von Vitalstoffen und Vitamine. Sie hat zusätzlich die Vitamine A, B, C, Folsäure ebenso wie Jod, Kalium, Calcium, Magnesium, Natrium, Phosphor und jede Menge Eisen. Außerdem enthalten rote Beete Betain, durch das Risiko für Herzerkrankungen gesenkt wird. Sie enthalten weiterhin Anthocyane als Krebsschutz und Nitrat zur Blutdrucksenkung. Die Nitrate in der roten Beete, die im Körper zu Nitrit umgewandelt werden, bewirken, dass die Gefäße erweitert werden und so der Blutdruck gesenkt wird. Nummer 2, die Heidelbeere. Bei der Heidelbeere hat man herausgefunden, dass der Verzehr von diesen Blaubeeren eine positive Wirkung hat auf den Menschen zur Senkung des Blutdrucks. In einer Studie in Florida fanden Forscher heraus, dass der Blutdruck und die Verhärtung der Arterien sich deutlich verbessert haben, wenn die Probanden täglich eine Tasse frischer Blaubeeren zu sich genommen haben. Man nimmt an, dass eine vermehrte Freisetzung von Stickstoffmonoxid eine Erweiterung der Blutgefäße bewirkt. Zudem enthält die Blaubeere Kalium, das auch zur Senkung des Blutdrucks beiträgt. In der Blaubeere sind reichlich Vitamin C, E und Carotin enthalten, sowie wichtige Gerbstoffe und Mineralien wie Calcium, Eisen und Kalium. Die antioxidative und die entzündungshemmenden Eigenschaften der Blaubeere wird den sogenannten sekundären Pflanzenstoffen zugeschrieben, den Anthocyanen. Auf Platz 3 die dunkle Schokolade oder auch anders gesagt die Zartbitterschokolade. Sie sollte aber, merke, einen Kakaogehalt von über 70% haben. Ich persönlich bevorzuge Zartbitterschokolade, die einen Kakaogehalt von 85% hat. Du solltest dir jeden Tag, das mache ich auch schon jahrelang, ein paar kleine Stücke gönnen. Aber bitte keine ganze Tafel reinziehen, sondern ein paar kleine Stücke und du wirst sehen, auch das spielt gut und ist sehr positiv für den hohen Blutdruck, um ihn zu senken. Auf einer karibischen Inselgruppe vor der Küste von Panama leben Menschen, denen Bluthochdruck völlig unbekannt ist. Forscher haben herausgefunden, dass der Kakao, den diese Menschen sehr viel trinken, dafür verantwortlich ist. Mit dem Getränk nahmen die Menschen täglich große Mengen von Flavanolen zu sich. Flavanole sind sekundäre Pflanzenstoffe im Kakao. Sie steigern im Körper die Produktion von Stickoxiden. Stickoxide bringen die Blutgefäße dazu, sich zu weiten und zu entspannen. Und somit können Flavanole den Blutdruck senken. Das Nationale Institut für Integrative Medizin in Melbourne hat dies in einer Forschungsarbeit bestätigt. Kakao kann tatsächlich den Blutdruck positiv beeinflussen. Nummer 4, der Hibiskus-Tee. Der Hibiskus-Tee zeigt eine positive Wirkung auf dein Blut-Kreislauf-System. Der Hibiskus-Tee steckt voller Vitamin C und Flavonoide. Zu den Flavonoiden gehören unter anderem Anthocyane und Phytosterine. Die Anthocyane tragen dazu bei, dass Blutgefäße frei bleiben und sich keine körpereigenen Stoffe in den Arterien absetzen. Den Phytosterinen wird die cholesterinsenkende Wirkung des Heilkrauts zugeschrieben. Andere Nährstoffe im Hibiskus-Tee sind B-Vitamine, Kupfer, Zink, Eisen, Eiweiß und essentielle Omega-3-Fettsäuren. Nummer 5, die Haferflocken. Haferflocken enthalten unglaublich viele Ballaststoffe und essentielle Nährstoffe. Der Ballaststoff Beta-Glucan senkt den Cholesterinspiegel. Bereits 6 Esslöffel Haferflocken genügen zu diesem Zweck.
Die Universität von Columbia in den USA hat Forschung darüber durchgeführt und es hat sich gezeigt, dass Haferflocken den Cholesterinspiegel um etwa 5% senken können. In der gleichen Studie wurde bewiesen, dass Haferflocken auch den Bluthochdruck kontrollieren, indem die enthaltenen Ballaststoffe das schlechte Cholesterin senken, das häufig ein Grund für Bluthochdruck ist. Und Nummer 6 sind die Rosinen. Rosinen helfen dabei, den Blutdruck zu senken und helfen auch dabei oder schützen auch deine Herzgesundheit. Wer Rosinen mag, ich bin einer von denen, mag Rosinen sehr gern, wie viele auch, das ist der ideale Weg, das mache ich nämlich auch, weil ich sehr oft auch Haferflocken esse und ich mache bei den Haferflocken natürlich eine wunderbare, super Kombination, kann man sagen, Haferflocken und eine Handvoll Rosinen rein. Mach aber bitte keine halbe Tüte rein, wenn du sie gerne magst, nicht so viel, weil bei Rosinen darf man nicht übertreiben, weil dann kann sich das ins Gegenteil umkehren, beziehungsweise hat es einige Nachteile, die ich auch noch mal kurz ansprechen werde heute. Also, lass es dir schmecken. Ein paar Haferflocken mit einer Handvoll Rosinen, es ist der ideale Weg, um den Blutdruck zu senken. Die Rosinen enthalten sehr viel Glucose. Das ist der Grund, warum du Rosinen zwar regelmäßig verspeisen solltest, aber nur in bescheidenen Mengen. Wenn du beispielsweise jeden Tag eine Handvoll Rosinen isst, so ca. 25 Gramm, dann kannst du von den darin enthaltenen Kalium profitieren. Das hilft, den Druck in den Blutgefäßen zu reduzieren. Darüber hinaus enthalten die Rosinen wichtige Ballaststoffe, welche die Biochemie der Blutgefäße pflegen und diese flexibler machen. Mit diesen 6 Lebensmitteln möchte ich mich für heute von euch verabschieden. Ich würde mich sehr freuen, wenn du beim nächsten Mal, nächste Woche wieder auf meinem Kanal bist. Trainingszeit über 50. Du siehst, es ist nicht nur Training, sondern es geht viel auch um Ernährung und um Entspannung, Entgiftung. Wir fahren hier die ganze Palette. Und zum Abschluss habe ich noch ein Highlight für euch. Ein paar kleine Tipps nochmal im Abspann. Bleibt dran, es dauert nicht lange und es tut auch nicht weh, aber es wird gut für dich sein, es nochmal in Erinnerung zu rufen. Ein paar kleine Sachen, die du noch zusätzlich machen kannst. Viel Spaß dabei. Was kannst du sonst noch machen? Bringe mehr Bewegung in deinen Alltag hinein. Stell deine Ernährung langsam um auf frisches Gemüse, Obst, Salate, Fisch, Nüsse und vor allem Beeren. Versuche langsam dein Gewicht zu reduzieren. Des Weiteren ist sehr hilfreich, den Stress ein bisschen abzusenken. Hier helfen in der Regel auch Entspannungsübungen. Was man lieber sein lassen sollte, ist natürlich oder beziehungsweise reduzieren sollte, weniger Salz, weniger Zucker, fettreiches Fleisch und Wurstaufstriche meiden, weniger Kuchen, ein wenig weniger fettige Soßen und am Abend ein bisschen auch darauf achten, dass man nicht jeden Abend Chips isst, sondern vielleicht sich einmal in der Woche belohnt. Und das sind gleich eine ganze Reihe von Maßnahmen, die vielleicht nicht ganz so wehtun, aber in der Masse helfen.